Leute, hier ist Jürgen von Lockpicking Nord und ich habe heute für euch dieses runde Schloss von Chris Ahrens. Wahrscheinlich werdet ihr sowas schon mal gesehen haben. Da hat er immer so ein Kreuz hier oben für Platte aufgestanzt oder aufgegraviert. Und hinten steht nochmal Ahrens eingraviert. Ja, ist ein echt schwerer Pick. Sind jede Menge Serrations drin, wie sich das anfühlt. Auch wahrscheinlich der ein oder andere Undercut oder irgendeine Trap. Ich habe auf jeden Fall viel Counter Rotation, aber hänge irgendwann ziemlich fest. Ich müsste mal Licht anmachen, dann müsste ich mal kurz die Augen zuhalten. Schnell mal 16 LEDs dazu geschaltet. Hier kann man das sehen. Ziemlich scharfe Serrations am ersten Keypin schon zu sehen und hinten genau das gleiche. Letzter Pin. Echt scharfe Serrations. Da geht es ganz schön ab drin, denke ich. Ja, lässt sich manchmal echt schnell picken, manchmal auch überhaupt nicht schnell. Spannend tue ich das unten. Oben ist fast, also für mich kaum möglich. Ich habe da viel zu wenig Feedback. Ich muss das irgendwie so leicht verdreht halten. Ich habe keinen Bock jetzt mit dem Schraubstock zu picken. Nimm einen Medium Hook und in 0,5 mm, Prybar in 1,4 mm und werde einfach mal hinten reintasten. Letzter Pin, gleich schon Counter Rotation, Can Kip und werde mich jetzt von hinten nach vorne immer wieder durcharbeiten. Ich hasse es, Pins gleich schon voll zu setzen oder auch zu übersetzen. Ich setze sie lieber an und setze sie dann nochmal nach. Ist für mich irgendwie komfortabler. Das heißt, ich werde immer wieder von hinten nach vorne durchpicken. So, hat jetzt Counter Rotation und wieder einen leichten Kernkip am Ende. Dadurch erhalten. Versuche mich hier langsam so ein bisschen durchzudrehen. Ich muss leider den Pick immer ein bisschen drehen, um ums Warding rumzukommen hier. Hier sind ziemlich scharfe Kante oben. Und anscheinend sind die auch extrem unterschiedlich hoch geschnitten, die Pins. Wir werden gleich sehen. Ich glaube, ich könnte mal die Lampe wieder ausmachen. Das Ganze ein bisschen dichter ranholen. Ist wahrscheinlich ein bisschen angenehmer zu gucken für euch. Ich muss allerdings sagen, es ist jetzt nicht so gut zu verhalten für mich hier am Tisch. Mit Arme hoch und so. Aber wird schon irgendwie gehen. Spanner fällt mir fast raus. Mal nachsetzen. Ist auf jeden Fall manchmal eine echt krasse Herausforderung. Ist schon ein ordentliches Schloss, muss ich sagen. Wirklich. Also ich bin da ganz andere Toleranzen gewohnt. Aber oh, das ist schon offen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ging fix. Ich hatte es noch nicht auseinander, zumal die Schrauben hier schon nicht so frisch sind. Oh, das ist da so eine blöde Fliege. Die summt sich hier ein zurecht. Na, Katze, hol sie. Der große Kater ist gleich hochgehüpft. Hoffentlich frisst er sie. Gut, wollen wir mal reingucken. Ich habe noch nicht reingeguckt, zumal die Schrauben Kreuzschrauben sind und die eh nicht so besonders frisch sind. Die sehen schon ziemlich verknattelt aus. Und ich habe auch keinen Schlüssel dafür. Ich muss ein bisschen vorsichtig jetzt sein, dass ich das nicht verdrehe. Also Bitting nicht bekannt, Pinning nicht bekannt und sämtliche Modifikationen nicht bekannt bis jetzt. So, wollen wir mal sehen. Ich habe hier so eine Nase wieder an der Rückseite. Das heißt, ich werde mir einen von den super coolen 3D geprinteten Followern von Foxy holen. Ist das von der Dicke? Ah, der passt nicht ganz rüber. Ich glaube, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Der Follower wird zu dick sein oder passt der? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der ist zu dick. Gut, das wird schon mal nichts. Das heißt, ich muss auf jeden Fall, was ich sowieso eigentlich immer mache, mit einem Core-Shim arbeiten. Core-Shims hatte ich schon mal ein Video zu gemacht, wo man die günstig herbekommt, beziehungsweise umsonst, gratis. Wir haben zwar auch gekauft, aber die sind wesentlich dicker. Das heißt, die kriegt man teilweise, also manchmal ist es praktisch, einen etwas stärkeren, steiferen Pick zu haben, Shim, so. Aber manchmal ist es auch von Vorteil, wenn die ein bisschen flexibler und dünner sind. Hier zum Beispiel ist sehr, sehr wenig Platz zwischen Kern und Gehäuse. Das ist sehr, sehr eng. So, jetzt werden wir mal sehen, wie drehen wir den jetzt am blödsten, um das hier zu zerlegen. Mit dem Shim müsste das ja eigentlich gehen. Ich habe... Jetzt kommt er zum Einsatz. Kommt er zum Einsatz? Könnte das passen?
Könnte das? Nee, das passt auch nicht. Schade, schade. Wie gesagt, der ist leider ein Hauch zu dick. Der würde rüber passen. Dann versuchen wir einfach mal das Beste und nehmen einfach den Schirm mit. Um die kleine Kerbe, die ihr jetzt hier noch seht, zu überbrücken. Geht auch wunderbar. Oh, das war knapp. Follower passt wunderbar. Oh, ich sehe schon jede Menge Serrations. Ich mache mal wieder Licht an. Augen zu. Ihr werdet geblitzdingst, oder wie sagen die noch bei Men in Black? So, hier haben wir doch jede Menge Serrations im Kern. 5 Stück an der Zahl, 5 Pins sind verbaut. Alle sehr, sehr tief. Also ich habe hier wirklich hohe Effektivität gewährleistet. Der 4. ist sowas von tief, der wird sehr, sehr kurz sein. Alter, ist das ölig, das Ding. Naja, pflege ich gleich die Oberfläche von unserem Pinbrett noch. Ein super cooler Serrated Keypin. Sieht eigentlich genauso aus, wie ich die auch gerne baue. Mal eine Pinzette holen. Hier ist eine Serrated Spule. Auch sehr, sehr scharf. Hier haben wir ein Serrated. Sehr, sehr viele feine Serrations. Mal raus. Ich würde den Schlüssel nehmen, aber ich habe keinen. Boah, der ist kurz. Serrated Spule, so eine Mischung aus Spule und Serrated. Und der letzte ist ein sehr, sehr scharfer Serrated mit Spule am Ende. Hier die Gewinde sind noch die ersten 2,5-3 mm, ja, ungefähr. Danach ist alles glatt. Schön ölig, gut geschmiert. So, gucken wir mal, was unten drin ist. Jetzt wird es interessant. Nummer 1. Eine kommerziell gefertigte Spule. Mit so einer Kerbe, mit so einem Dach in der Mitte, würde ich sagen. Ich guck mal das zum Unterlegen. Habe ich auch schon in Serienschlössern, ich glaube in einem Abo Caesar oder so gesehen. Eine ziemlich kräftige Stahlfeder darunter. Dann haben wir einen T-Pin in Nummer 2, deswegen die Counter Rotation, und eine Kupferfeder in 2. Nummer 3, oh, viel Federspannung, wieder eine kommerziell gefertigte Spule. Ich mag die Leiden. Und eine starke Stahlfeder. In Nummer 4 auch eine Spule und eine Stahlfeder, wie es aussieht. Und in Nummer 5 ist eine Serrated Spule. Der letzte ist Kupfer, ganz kurz. Vorletzte ist eine kürzere Stahlfeder. Und dann haben wir unten, wie es aussieht, alles glatt. Da ist nichts verändert. Und jetzt können wir auch endlich das Arons komplett lesen. Echt cooles Schloss, wirklich gute Toleranzen dafür, dass da, na gut, zumindest unten 3 handgefertigte und oben nur handgefertigte Pins drin sind. Ich hole euch das mal ein bisschen dichter ran für ein Close-Up, damit ihr euch das mal genauer angucken könnt, was Chris da reingebastelt hat. Wirklich gar nicht einfach zu picken, manchmal. Jetzt auf eben ging es ja echt schnell auf, kann man nicht meckern, denke ich. Aber das war schon nicht übel, nicht übel. Muss ich mal so sagen. Jo, ich habe jetzt die Aufgabe, das wieder zusammenzubauen. Ich danke dir, Patrick, dass du uns dieses schöne Schloss geschickt hast. Wirklich ein schöner, interessanter Pick. Ist auch schön, dass wir jetzt mal Challenge-Logs picken von anderen Leuten, nicht immer nur die ganzen Standard-Abos, CES, was auch immer, Schlösser. Jo, vielen Dank dafür. Auch an dich, Arons, dass du sowas Cooles baust. Und falls es gefallen hat, bis zum nächsten Mal. Tschüss.